Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich nochmal etwas auf die Navigation sowie die Sprachsteuerung beim UFO 2 Update im Kia Proceed GT Modelljahr 2020 eingehen möchte. Ich erwähne es eigentlich nie in den Videos, aber normalerweise gelten diese Infos auch für den normalen Seat, den Seat SW oder auch den X-Seat, die eben dieses UFO verbaut haben. So, was sich hier beim UFO 2 geändert hatte, war die Suche. Darauf habt ihr mich dann auch nochmal in den Kommentaren angesprochen, da ich im ersten Video nicht so drauf eingegangen bin. Wenn wir in die Suche gehen, sehen wir haben nur noch eine Zeile zum Eingeben. Es ist leider nicht mehr so getrennt wie früher, dass man die Straße, die Hausnummer, den Ort getrennt eingeben kann. Man muss jetzt wirklich alles in einer Zeile suchen. Das funktioniert meiner Erfahrung nach aber ganz gut. Wenn wir jetzt mal schauen, ich suche jetzt in München meine Adresse. Links werden immer interessante Vorschläge gemacht. In dem Fall jetzt nicht, weil er es nicht direkt erkennt, aber bei anderen Sachen schlägt er mir POIs, Museen oder sonst was vor. Aber in dem Fall gebe ich jetzt einfach alles ein, den Ort, dann die Straße, beziehungsweise da hätte er ein Leerzeichen reingemüsst. So, die Straße, die kürze ich jetzt einfach nur mit STR ab, nicht mehr. Und dann hier irgendeine Hausnummer. Was mir jetzt auffällt, was mich dann auch stört, er macht so keine Vorschläge. Früher konntest du einfach die Adresse eingeben, Ort, und er schlägt dir irgendwann den Ort vor. Du kannst die Straße eingeben, irgendwann schlägt er dir hier nach Leopold wahrscheinlich schon Leopoldstraße vor. Macht er in dem Fall leider nicht mehr. Aber wir müssen jetzt halt so suchen. Jetzt drücke ich mal auf OK, jetzt sucht er und er findet die Straße ganz normal. Die können wir hier auswählen und dann als Ziel festlegen. Man sieht hier unten auch Online-Routenanforderungen wird geholt. Das heißt, er hat jetzt online gleich geschaut, wie ist der Verkehr und was ist die beste Strecke gerade. Das sieht man hier auch schön am UFO. Rechts ist gerade der Splitscreen noch drin, deswegen sieht das so komisch aus. Genau, mehr ist es jetzt hier eigentlich nicht. Wir können jetzt dann wieder zurückgehen. Und eigentlich die Route abbrechen. Er hatte sie noch gar nicht gestartet. Gut. So. Und das kann man eigentlich jetzt mit allem machen. Man kann hier auch, wie gesagt, POIs direkt eingeben. Museum gebe ich jetzt mal ein. Museum der Arbeit. Mal schauen, wo das genau ist. Das ist sonst wo. Also nicht direkt in der Nähe. Wieso auch immer. Hier U-Bahn Archäologie München vielleicht. Ne, Museum. Wird wahrscheinlich auch nicht direkt hier in der Nähe sein. In Herne. Das ist sehr interessant, dass alles hier in der Nähe sein soll. So. Dann aber aus Interesse mal hier in München gibt es ja das Deutsche Museum. Mal schauen, was das so findet. Museumsinsel 1, das passt. Das würde er finden. Also man kann nicht nur Museum anscheinend eingeben und er holt es aus der Nähe, sondern man muss schon genauer werden. Das hätte ich mir jetzt auch anders gerade vorgestellt. So. Ich gehe davon aus, man kann wirklich alle suchen. Ich habe jetzt gerade schon McDonald's auch gesehen, dass er vorschlägt. Mal schauen, ob er den hier, wo ich gerade bin, in Erding findet. Otto-Hahn-Straße in Erding. Genau, die beiden. Oberding müsste alles passen. Also da ist er jetzt schon wieder genauer, interessanterweise. Nicht wie beim Museum, wo er dann was in Herne oder sonst wo findet. Und so, als nächstes möchte ich dann einmal kurz in die POI-Kategorien springen. Hier haben wir jetzt alle Kategorien, die wir anwählen können. Einmal Tankstellen und hier findet er auch die in der Nähe. Ist besser als in der Suche gelöst. Parkplätze in der Nähe,
Genau hier Therme Erding, wo ich gerade stehe. Es passt. Cafés in der Nähe. Ein McCafé, ein Starbucks. Sieht auch gut aus hier in der Nähe. Dann haben wir Fast Food, da müsste wieder der McDonald's auftauchen. Dann können wir Restaurants suchen. Convenience, Shop, Einkaufs- und Lebensmittel. Da müsste jetzt Aldi und Lidl vorschlagen, genau. Dann Apotheken, Banken, Geldautomaten, Unterkünfte, Krankenhäuser, sowie noch eine zweite Seite mit Polizeirevieren, Gemeindezentren und Touristenattraktionen. Touristenattraktionen, mal schauen, was es hier in Erding so gibt. Das Erdino, so ein Kinderspielparadies, das passt. Ein Erholungsgebiet in der Nähe, das kenne ich jetzt nicht. Aussichtshügel am Flughafen. Ja, das ist alles in der Nähe und passt. So, dann können wir hier die letzten Ziele natürlich anschauen. Wir können ins Adressbuch springen. Wir können die Kia-Services anschauen. In dem Fall, welche Autohändler in der Nähe sind. In dem Fall sind die nächsten alle in München. Das passt, glaube ich, meines Wissens nach. Und dann haben wir noch hier die Kia Live Services mit den Verkehrsinfos in der Nähe. Hier sehen wir jetzt Baustellen und unpassierbare Straßen. Dann eine Verkehrsstörung. Genau, alles, was halt in der Nähe gerade live passiert. Das ist ja schön an dem Live-System. Dann Live-Parkplätze. Müssen wir wieder hier bei der Therme landen. Genau, die sind in der Nähe. Und dann können wir uns auch die Tankstellen anschauen natürlich. Ist anscheinend nach Preis sortiert gerade. Kann man auch nach Entfernung schauen. Genau. Und so viel dann zu den Punkten hier im Navi. So, als nächstes möchte ich euch dann einmal die Sprachsteuerung zeigen. Mal schauen, ob das alles so klappt. Ich bin jetzt gerade unter Setup gesprungen, hier in die Spracherkennung. Hier können wir einmal aktivieren, bitte deaktivieren, ob die Online-Spracherkennung inklusive der Verarbeitung der personenbezogenen Daten stattfinden soll. Also er schickt es dann an den Kia-Server quasi, die Frage, und holt dann die bestmögliche Antwort. Und dann können wir noch die Anweisungen einstellen. Brauchen wir überhaupt Anweisungen? Dann Anfänger. Soll es ein bisschen ausführlicher gesprochen werden oder sollen nur kurze Anweisungen von der Spracherkennung kommen? So, jetzt schauen wir mal, was das Navi macht, beziehungsweise die Spracherkennung macht. Dazu suche ich jetzt einmal eine Adresse. Fahre mich in die Leopoldstraße 42 in München. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. Genau, hier wird die Online-Routenführung gerade wieder angefordert. Und das ist wohl gerade die beste Strecke. Sieht gut aus. Also in dem Fall hat es jetzt gerade geklappt. Jetzt schauen wir mal eine... Routenführung wird gestartet. Ich wollte es nicht starten. Abbrechen. So, jetzt schauen wir mal eine etwas schwerere Straße, beziehungsweise einen Platz, frage ich jetzt mal ab in München. Fahre mich zum Orleansplatz in München. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Nein. Okay, Orleansplatz hat er jetzt auch erkannt. Jetzt schauen wir mal etwas, was weiter weg ist. Fahre mich zum Kurfürstendamm in Berlin. 2 Ergebnisse gefunden. Sagen Sie die Zeilennummer. Okay, das klappt anscheinend auch. Gut, dann schauen wir mal, wenn wir die Taste drücken. Er schlägt uns ja vor, was man so eingeben kann. Dass man nach Hause möchte, dass man im DAB bzw. FM was umstellen will und man kann auch Wetter abfragen. Wie wird das Wetter heute? Bitte wiederholen Sie den Befehl. Das hat er natürlich nicht verstanden. Wie ist das Wetter gerade? Aktuell ist es in Erding bewölkt mit einer Temperatur von 4 Grad. Okay, das klappt schon mal ganz gut, wenn man den richtigen Befehl anscheinend gibt. Aber man kann das auch für andere Standorte abfragen, da wir eben mit dem Internet verbunden sind.
Wie wird das Wetter morgen in Berlin? Morgen wird es in Berlin sonnig sein mit Temperaturen zwischen 2 und 13 Grad. Okay, klappt auch sogar für den nächsten Tag. Ich habe extra nicht nach dem Wetter für heute gefragt. Gut, hier schlägt jetzt gerade vor, Bayern 3 im Radio spielen. Bitte wiederholen Sie den Befehl. Bayern 3 im Radio spielen. Es sind 2 Suchergebnisse verfügbar. Welchen Sender möchten Sie hören? 1. Bayern 3 wird gespielt. Okay, das klappt sogar. Und dann will ich jetzt was anderes testen. Antenne Bayern im Radio spielen. Der gewünschte Sender ist an Ihrem derzeitigen Standort nicht verfügbar. Bitte suchen Sie nach empfangbaren Sendern. Okay, das finde ich jetzt sehr interessant, weil wenn ich hier drauf gehe, Antenne Bayern, okay, es heißt jetzt nur Antenne, aber ihn gibt es eigentlich auch noch als DAB-Version. Genau, als DAB-Version heißt er auch Antenne Bayern. Deswegen bin ich da gerade ein bisschen verwirrt, dass er ihn nicht findet, aber kann natürlich auch mal sein. So, was für Optionen haben wir denn noch? Suche nach dem nächsten Restaurant. 30 Ergebnisse gefunden. Sagen Sie die Zeilennummer. Okay, das klappt auch. Denn hier hatte ich gerade nach POI, was er vorgeschlagen hatte, gesucht. Jetzt schlägt das gerade nicht mehr vor. Ja, dann kann man natürlich Leute anrufen. Mein Handy ist gerade nicht verbunden. So, nochmal abbrechen. Genau, POI oder Adresse suchen kann man. AM-Liste, sehr interessant. Genau, mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, was man suchen kann. Also so aus meiner Erfahrung heraus geht es aber eigentlich in den meisten Fällen ganz gut. Hin und wieder hat er dann doch Schwierigkeiten, irgendwas zu erkennen, aber man gewöhnt sich dran. Das einzig Schade ist, man kann es nicht wie in anderen Autos. Okay, das sind jetzt natürlich höherwertigere Mercedes oder Audis, was auch immer, einfach frei reinsprechen. Hey, Kia, sag mir dies und das, und er antwortet dir. So intuitiv oder so gut ist es jetzt auch noch nicht. Da muss man wahrscheinlich abwarten, bis Kia irgendwann ein neues System bringt, wo das dann auch so kann. Vorteil von dem System ist jetzt eigentlich nur diese Live-Anbindung über das UFO, also mit der eSIM direkt im Auto, dass man keinen Hotspot mehr braucht und auch keinen Hotspot mehr verbinden kann über ein Handy. Das ist schon ganz hilfreich, wenn man da zumindest aktuell Daten hat. Wenn man eine Tankstelle sucht oder irgendein POI, das ist eigentlich echt ganz praktisch. So, und das soll es mit dem Video dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem System, wo ich jetzt auch nicht beantwortet habe, einfach in die Kommentare schreiben. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.